Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Shutterspeed-Kanal. Wie ihr wahrscheinlich im Intro schon gesehen habt, waren wir mal wieder für euch unterwegs und wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es um einen neuen Filmstock, den vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Es geht um die Firma Candido Collective aus UK. Die waren so nett und haben uns ein paar Rollen zur Verfügung gestellt und deswegen konnten wir die mal testen und für euch ausprobieren und jetzt, ja, geben wir mal unsere Meinung dazu ab, ganz unabhängig, zeigen euch mal ein bisschen, wie der Film so aussieht und was er so kann. Aber zu den Details vom Film später noch mehr. Erstmal zum Hintergrund, was wir gemacht haben. Ich war mit dem lieben Justin, den ihr ja aus dem letzten Roadtrip schon kennt, unterwegs und wir sind nach Belgien gefahren und wollten uns mal den Nationalpark Hohes Venn anschauen. Also hatten wir schön geplant, einen schönen Sonnenaufgang zu fotografieren in dem Nationalpark. Hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Ihr wisst ja, Sonnenaufgänge und unsere Truppe immer ein bisschen schwierig, aber gar kein Problem. Wir haben trotzdem ein paar Shots gemacht und deswegen würde ich sagen, Rolle rein und ab geht's. Gib mal ein M6. Ja, nachdem Justin dann da seinen Streichelzoo abfotografiert hat, ging es für uns erstmal wieder zurück ins Airbnb, denn dadurch, dass wir so früh aufgestanden sind, mussten wir erstmal noch ein bisschen Schlaf nachholen, um den Tag zu überstehen. Dann haben wir aber jetzt Zeit, ein bisschen über den Film zu quatschen. Candido Collective ist eine Marke aus Großbritannien, wie am Anfang schon erwähnt, die es noch nicht allzu lange gibt und die Firma hat sich darauf spezialisiert, Respooled Cinefilme anzubieten. Viele Kenner haben bestimmt auch schon anhand der ersten Bilder gesehen, es handelt sich hierbei um die bekannte Kodak Vision 3 Reihe, die in 35mm Kanister umgespult wurde und bei denen natürlich auch der Ramjet entfernt wurde, damit wir das Ganze bei jedem Labor schön in C41 ganz einfach entwickeln können. Für alle, die sich jetzt gerade fragen, Ramjet C41, was labert der da? Kurze Erklärung. Der Ramjet Layer dient bei den 35mm Cinefilmen als Schutzschicht. Er sorgt dafür, dass die Halations nicht so extrem sind. Das sind die bekannten roten Lichter, die viele kennen von beispielsweise auch den Cinestill-Filmen. Im Kino- bzw. Cine-Bereich sind diese Lichter aber nicht so gerne gesehen und wir wollen lieber die cleanen Lichter und nicht noch diese rote Schicht, die dann da drum entsteht. Und daher kommt dieser Ramjet Layer, der davor schützt. Außerdem schützt der Ramjet Layer den Film auch vor statischer Aufladung. Denn in Kinokameras wird der Film sehr schnell durch die Kamera gespult, wenn er geschossen wird. Und damit sich keine Fehler auf dem Film bilden, sorgt dieser Ramjet Layer dafür, dass der Film sich nicht statisch aufladen kann oder dann nicht diese Spinnen entstehen. Das zum Ramjet Layer. Jetzt kommen wir aber mal zum Motto der Firma, denn das Motto der Firma, was auch auf jeder Verpackung und auf der Website angepriesen wird, ist Pay for Flights, not for Film. Damit wollen sie natürlich auf die immer steigenden Kodak-Preise anspielen, die wir alle so gerne haben. Wir haben bei Candido einen 200er, einen 400er und einen 800er ISO-Film und der 200er liegt aktuell bei 16 € und der 400er und der 800er liegen jeweils bei 17 €. Wenn man das Ganze jetzt mit anderen Herstellern von Respooled Cinefilm vergleicht, sind wir da auch eher im unteren Preissegment und sie werden ihrem Motto auf jeden Fall gerecht. So, das erstmal zum Film. Jetzt ging es aber noch weiter für uns, denn wir haben jetzt ausgeschlafen und es ging nochmal in Richtung Hohes Venn. Diesmal natürlich mit großer Hoffnung auf einen sehr schönen Sonnenuntergang. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal so, der war schon sehr, sehr gut.
wie euch vielleicht schon aufgefallen ist der 800er eher etwas kühler und der 400er eher etwas wärmer. Das liegt einfach daran, dass der 800er ebenfalls ein Tungsten-Balanced, also Kunstlichtfilm ist und dadurch haben wir halt einen Weißabgleich von 3200 Kelvin und der Film ist eher auf der kühleren Seite. Das kann man natürlich ausgleichen mit einem 85B Orangefilter oder auch in der Bearbeitung hinterher einfach den Weißabgleich anpassen. Ich bin meistens eher Fan von ohne Filter, denn dadurch hat man einfach die kalte und kann auch die warme Version draus machen und quasi 2 Fliegen mit einer Klatsche. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, genug rumgenördet. Ihr seht jetzt erstmal den schönsten Sonnenuntergang, den ich seit langem erlebt habe. Ja, wo wir euch jetzt die ganzen Bilder von dem 400er und auch dem 800er Candido-Film gezeigt haben, fehlt natürlich noch der dritte im Bunde. Und zwar der 200er Candido-Film. Hier haben wir ebenfalls wieder einen Tungsten-Balanced-Film. Das heißt, der ist auch wieder etwas kühler. Und wir sind am letzten Tag unserer Belgien-Reise noch zur berühmten Rennstrecke Spa-Francorchamps, ich hoffe, man spricht so aus, gefahren. Da war ein Event. Ich habe da dann noch den 200er Candido geladen und noch ein paar Shots von der Rennstrecke gemacht. Ja, falls ihr jetzt die krassesten Analogshots von Rennautos auf der Rennstrecke erwartet habt, muss ich euch leider enttäuschen, wie ihr gesehen habt. Das lag einfach daran, dass wir so spontan für das Event leider keine Karten mehr bekommen haben und dementsprechend konnten wir das halt nur von außen festhalten, so gut es ging. Wir haben es versucht, aber so richtig an die Rennstrecke dran kam man halt leider einfach nicht. Nach den paar Shots in Spa war die Rolle aber natürlich noch nicht voll und ich hatte den Vorteil, dass ich in den nächsten Tagen noch nach Mallorca für eine kleine Produktion geflogen bin und konnte da dann schön am Flughafen und in den ersten paar Stunden Aufenthalt die Rolle noch voll machen. Und das ist natürlich auch jetzt perfekt, denn ihr seht mal den Vergleich zwischen regnerischem und eher bewölktem Belgien und einem sehr sonnigen und sehr warmen Mallorca, was natürlich ein kompletter Kontrast ist. Und deswegen hier jetzt noch ein paar Bilder aus dem Flughafen von Mallorca und Mallorca selber. Ja, hier ganz gut zu sehen, die Halations vom Film, die natürlich dadurch kommen, dass der Ramjet entfernt wurde, wie ich am Anfang erklärt habe, sind hier auch ganz gut zu sehen und auch bei dem 200er definitiv vorhanden. Wir haben hier einen 200er und einen 800er, die eher für Kunstlicht ausgelegt sind und einen 400er, der tatsächlich auf Tageslicht ausgelegt ist. Da muss ich auch sagen, der 400er ist auf jeden Fall mein Favorit, denn ich bin eher jemand, der tagsüber schießt und dadurch bringt mir das einfach nur Vorteile, da ich nicht diesen Prozess habe von hinterher vielleicht korrigieren, weil mir der Look von dem Kunstlicht tagsüber nicht so ganz gefällt und deswegen ist das auf jeden Fall mein Favorit aus der Reihe. Finde aber auch, der 800er schlägt sich definitiv sehr, sehr wacker. Wenn man das vergleicht mit konkurrierenden Firmen, haben wir hier auf jeden Fall auch einen sehr guten Preis und können dadurch auch
nachts schön mal Kunstlicht, ne, einen schönen Candido 800 schießen, der performt da auf jeden Fall super. Den 200er würde ich für mich persönlich hier auf den letzten Platz setzen, da ich einfach nicht so richtig den Sinn in einem 200er Kunstlichtfilm sehe, denn 200 ist für mich immer eher so ein Film für tagsüber, wo ich gerne rausgehe, wenn es schön sonnig ist, und da sehe ich jetzt keinen Kunstlichtfilm, und vor allem nachts möchte ich dann auch lieber eher den 800er schießen aufgrund des schönen Korns, und da brauche ich dann vielleicht nicht unbedingt den 200er mitnehmen, wo ich ja dann auch sehr, sehr lange Belichtungszeiten schießen muss. Generell natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an Candido für die Filme. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ist alles in der Beschreibung auch verlinkt. Und ihr könnt den Film jetzt auch exklusiv in Deutschland beim Camera Dealer kaufen. Camera Dealer ist der erste Shop in Deutschland, unser Partner, wo ihr den Film jetzt auch kaufen könnt. Da sollte auf jeden Fall auch noch gut was im Kühlschrank sein. Deswegen schaut da auf jeden Fall entweder, wenn ihr von weiter weg kommt, im Internet vorbei und kauft die Filme online. Oder ihr könnt auch im Laden natürlich vorbeikommen und den Film da abholen. Für alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, soll es aber natürlich auch eine Belohnung geben. Wir wollen euch was zurückgeben, und dadurch, dass wir noch ein paar von den Candido-Filmen haben, gibt es jetzt ein Instagram-Gewinnspiel. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei. Da ist der Instagram-Post verlinkt, auf den ihr gehen müsst, und da stehen dann auch die Teilnahmebedingungen, und da könnt ihr einen der Candido-Filme gewinnen. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg und freuen uns auf die Ergebnisse der Gewinner. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank an Candido. Alles in der Beschreibung verlinkt. Checkt gerne auch unseren Podcast ab, der ist unten verlinkt. Gibt es auf jeder Plattform, wo es Podcasts gibt. Wir haben immer wieder spannende Gäste und coole Folgen. Deswegen hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Shutterspeed-Kanal, ist kostenlos und ihr unterstützt uns damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutterspeed.